Es gibt ja nichts Schöneres, als am Morgen aufzustehen und es ist blauer Himmel und die Landschaft ist frisch verschneit. Der Schnee ist ein unglaubliches Material. Schnee bildet Kunst. Es gibt viele Formen, die sehr kunstreich sind. Aber Schnee ist auch eine Gefahr. Man kann eben Lawinen auslösen, was grundsätzlich lebensgefährlich ist. Es war immer mein Traum, hier mal zu landen am SLF, und ich konnte direkt nach dem Studium hier ein Praktikum machen. Und dann wurde auch diese Stelle frei und beim zweiten Anlauf habe ich die dann gekriegt. Ich bin jetzt seit 2 Jahren Lawinenwarnerin. Jetzt beginnt gerade mein 3. Winter. Ich habe Erdwissenschaften studiert an der ETH in Zürich. Als die Stelle dann ausgeschrieben wurde, habe ich mich beworben und bin ans SLF gekommen. Ich bin seit Januar 1996 im Lawinenwarndienst. Ich habe Geografie studiert und habe dann eben all diese Richtungen, Richtung Gletscher, Schnee, Wetter habe ich vertieft. Kurz nach dem Studium war eine Stelle ausgeschrieben als Lawinenwarner und darauf habe ich mich dann beworben. Es macht mir heute nach 25 Jahren immer noch sehr viel Spaß. Wir fangen sehr früh am Morgen an. Also zumindest wenn wir in der Hauptverantwortung sind, dann kommt man meist so zwischen 5:30 oder 6 ins Büro. Und dann müssen wir bis um 8 Uhr das Morgenbulletin rausbringen. Das ist eine Überprüfung der Prognose vom Vorabend. Wenn viel läuft, dann geht es eigentlich gleich weiter. Dann fängt man eigentlich schon wieder mit den Vorbereitungen an für das Nachmittagsbulletin. Und ja, dann schaut man die Wetterprognose wieder neu an für die nächsten Tage, die Meldungen, die zurückkommen. Und dann sammelt man das eigentlich alles zusammen. Das sind dann teilweise recht große Datenmengen, die man da irgendwie verarbeiten muss und auch im Kopf behalten muss. Und um 3 setzt man sich dann wieder zusammen. Das zentrale Element von unserer Einschätzung ist das tägliche Briefing, wo wir um 3 Uhr zu dritt zusammensitzen und beraten über die Lawinengefahr vom nächsten Tag. Es ist nicht immer so, dass alle 3 die gleiche Meinung haben. Und wir müssen uns finden und am Schluss die bestmöglichste gemeinsame Meinung eigentlich wiedergeben. Dann wird das Bulletin erstellt und um 5 verschickt. Ich mache gerne Skitouren, bin auch im Sommer viel in den Bergen unterwegs, manchmal auch mit dem Gleitschirm. Skifahren. In der Freizeit bin ich viel in den Bergen unterwegs und jetzt seit diesem Sommer habe ich neu einen Hund. Ich finde die Arbeit mit dem Hund einfach sehr schön. Es gibt einem viel zurück und man hat immer einen Begleiter. Ja, im Sommer machen die Lawinenwarner sehr viel Ferien und es wird sehr viel Überzeit abgebaut, die wir im Winter ansammeln. Es gibt aber immer sehr viele Projekte, die dann über den Sommer noch gemacht werden müssen, damit wir im nächsten Winter wieder auf dem neuesten Stand sind. Bei mir sind es vor allem die Lawinenunfälle, die mich beschäftigen im Sommer. Wir kommen im Winter nicht dazu, das genauer anzuschauen. Wir sammeln eigentlich nur, was reinkommt. Wir sammeln die Daten. Im Sommer gibt es viele Projektarbeit, sei es nun rückblickend im Sinne der Unfall- und Winterberichte oder eben weitere Entwicklungen, die dann auch wieder im Zusammenhang mit der Lawinenwarnung stehen. Wenn man auf eine Tour geht, sollte das Sicherheitsmaterial nie fehlen. Ich finde, eine gute Begleitung ist auch sehr wichtig und für mich persönlich muss auch immer die Daunenjacke in den Rucksack, weil mir immer kalt ist. Pulverschnee und Spaß, das sind die wichtigsten 2 Zutaten, sonst rücke ich nicht aus. Wenn ich auf eine Skitour gehe, dann darf sicher nicht fehlen Raster, Lupe, Thermometer und Notizbuch, weil ich auch da häufig in die Schneedecke hereinschaue. Ganz wichtig eine gute Vorbereitung, also sich wirklich eben mit der Situation im Vornherein auseinanderzusetzen, selbstverständlich das Lawinenbulletin zu lesen. Die uralte Landeskarte von Davos, die habe ich immer dabei. Früher war die immer hier in der Jacke drin, jetzt unterdessen ist die abgelöst vom Smartphone, aber trotzdem, die ist immer im Rucksack, weil das Gelände und die Orientierung draußen ist für mich wirklich essentiell. Mein Tipp für Tourengänger ist, dass man sich unbedingt im Voraus informieren soll und sich nicht einfach zu Sachen verleiten lassen soll, zu irgendwelchen Abfahrten, nur weil andere Leute da sind.